Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer vor 32 Jahren. So unglaublich dieses Ereignis damals für viele war, so eindrucksvoll sind auch die Bilder, die Fotografien, die damals entstanden sind und die sich in unser kollektives Gedächtnis eingeschrieben haben. Quasi über Nacht hatte die deutsch-deutsche Grenze ihren Schrecken verloren. Hunderte Menschen versammelten sich auf der Berliner Mauer und feierten den historischen Moment. Diese Aufnahme hier stammt von der FAZ-Fotografin Barbara Klemm, wie auch so viele andere Fotos aus diesen Tagen. Einige davon sind zurzeit bei uns im Stadtmuseum zu sehen, als Teil der Ausstellung Barbara Klemm, Fotografien 1967 bis 2019. Ja, wer alt genug ist, wird sich sicher noch daran erinnern, wo er oder sie vom Mauerfall erfahren hat. Aber es gibt nicht allzu viele Menschen, die von sich behaupten können, damals hier auf der Berliner Mauer gesessen zu haben. Und damit darf ich Sie, Frau Laule, ganz herzlich begrüßen, denn Sie waren damals nicht nur hautnah dabei, sondern Sie sind von der Fotografin Barbara Klemm auch auf einem Foto verewigt worden, das ich mal in die Kamera halte. Und diese junge Frau hier, das sind Sie. Ja, jetzt interessiert mich natürlich, wie sind Sie in diese Situation gekommen? Man muss dazu sagen, Sie lebten damals in West-Berlin. Wie haben Sie denn vom Mauerfall erfahren? Ja, es war so, dass ich bin zur Schule gegangen. Ich glaube, das war 10. Klasse und zwar am Hansaplatz in die Menzel-Oberschule, hieß sie damals. Ich glaube, jetzt heißt sie wahrscheinlich Schule 1 oder so. Und das ist fußläufig. Also wir sind in die Schule gekommen am 10. November und da war das natürlich Gespräch, was dann die Mauer auf sei. Und dann haben wir uns entschieden, die Klasse dann zur Mauer zu gehen. Also sind wir dahin gelaufen. Das sind so 2 Kilometer Fußmarsch durch den Tiergarten. Und da war dann ordentlich Trubel. Und man hat sich so gegenseitig geholfen, auf die Mauer zu kommen. Auf den Fotos sind zum Teil auch Schulkameraden noch von mir, obwohl ich mit denen auch keinen Kontakt habe und jetzt vielleicht auch manchen Namen nicht mehr weiß. Also wir haben dann da unseren Tag verbracht. Ja, Ja, so als war das bisschen noch während der Pause. Schulzeit oder nach der Schule dann? Nee, das war während der Schulzeit. Also wir haben von der Schule aus frei bekommen, dass wir da hingehen können. Ah ja, okay. Ich habe nicht unentschuldigt gefehlt. Ich denke, War das schon war eine ordentlich einmalige entschuldigt. Gelegenheit, die man Genau, also auch das haben die wahrnehmen schon, muss. haben die Lehrer vielleicht sogar besser erkannt als wir, dass das schon eine extrem ungewöhnliche Situation war und eben auch ein Teil, ja, Weltgeschichte. Das haben wir als Jugendliche vielleicht gar nicht so wahrgenommen in dem Moment. Wir waren einfach nur froh, dass wir schulfrei hatten und dann so ein bisschen, ja, da Ja. mal gucken konnten, was da los ist. Ja. Ja, Sie sind ja in West-Berlin auch aufgewachsen. Wie haben Sie denn die Mauer oder die Teilung der Stadt wahrgenommen als Kind, als Jugendliche? Also natürlich ist es so, dass ich denke, dass wir als Berliner immer ein besonderes Verhältnis zum Osten, wie man so schön gesagt hat. Also wir Berliner haben ja auch immer davon gesprochen, von Westdeutschland und von Ostdeutschland. Und wir Berliner waren halt wir Berliner. Also das war nochmal das hört sich jetzt irgendwie überheblich an, aber eine andere Geschichte, weil wir ja auch rundrum DDR hatten und immer, wenn wir irgendwo hin wollten, durch die DDR fahren mussten. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir als Kind zum Teil stundenlang an den Grenzkontrollen gestanden haben, wenn wir am Wochenende in die Lüneburger Heide, da hatten meine Eltern einen Wohnwagen stehen, also das war unser Ausflugsziel. Da haben wir richtig auf der Autobahn gestanden und haben da Federball gespielt, bis es dann irgendwann weiterging zu den Kontrollen. Also das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Mhm. Wir hatten auch Verwandtschaft im Ostberlin und sind auch ein paar Mal rübergefahren. Allerdings kann ich mich also an wenige Situationen da so wirklich erinnern. Aber dass das meine Eltern natürlich sehr stark beeinflusst hat, weil die ja auch den Mauerbau mitbekommen haben und auch natürlich von den Verwandten getrennt waren. Das war schon also etwas, was mir auch immer bewusst war. Aber ich selber hatte ja jetzt keinen konkreten, also ich hatte jetzt keinen Cousin oder so, aber mein Vater hatte zum Beispiel Cousin und Cousine in der DDR und zu denen auch Kontakt. Mhm. Hatten Sie denn damit gerechnet, dass die Mauer fallen würde? Es hat sich ja schon angekündigt, dass es Bewegung gibt, vielleicht auch in anderen Ländern des sogenannten Ostblock. Aber hatten Sie damit gerechnet? Nein, also mit der Öffnung der Mauer nicht. Also Hm. dass sich was verändert, das hat man ja mitbekommen. Und aber ich habe eigentlich wirklich, ehrlich gesagt, eher damit gerechnet, dass das unterdrückt wird, diese Freiheitsbemühungen. Also auch diese Situation auf der Mauer ist ja
eigentlich ein bisschen unwirklich gewesen, muss man mal sagen. Also es war ja gar nicht letztendlich klar, was jetzt passiert. Es war ja, ein plötzlicher Moment, aber es war für mich auch in dem Moment nicht ganz klar, dass es tatsächlich bedeutet, dass es zu einer Wiedervereinigung kommen wird und dass die Leute aus dem Osten wirklich tatsächlich dauerhaft frei reisen können. Also das war da in dem Moment nicht wirklich klar. Ja, wie würden Sie denn die Atmosphäre auf der Mauer damals beschreiben? Also die Stimmung, die da herrschte unter den jungen Leuten. Können Sie sich daran Ja, erinnern? also das kann man dem Bild ja auch so ein bisschen entnehmen. Das war eine ziemliche Leichtigkeit und eine Fröhlichkeit da auf der Mauer. Und ich war ja im Alter 16, da also hat man das natürlich auch so ein bisschen gefeiert und die Situation aber zum Teil ein bisschen naiv auch, glaube ich, eingeschätzt. Also wir haben ja mit den Fotos geschäkert. Also man sieht ja auf dem Foto von der Frau Klemm, wie ich versuche, mir von dem ein Autogramm auf den Arm zu holen. Das war so eine typische Geschichte, das fanden wir halt lustig, ne? Aber die fanden das eigentlich nicht ganz so lustig. Ich habe ein anderes Foto. Da sieht man, dass wir haben dann Nelken runtergeschmissen zu den Phobos und hatten mal gesagt, sie sollen uns die mal wieder hochgeben. Also es war so eine Flirterei. Ähm, aber das war natürlich auch ein bisschen, also im Nachhinein muss ich sagen, mache ich mir sogar ein bisschen Vorwürfe, dass wir das gemacht haben, weil man die Grenzer da auch in eine ziemlich schwierige Situation gebracht hat, weil es ja letztendlich ein bisschen ungeklärt war. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass da noch mehr Militär aufgefahren ist. Ob das jetzt also wirklich auch bewaffnete Leute waren, kann ich mich nicht daran erinnern, aber dass hinter dem Brandenburger Tor, also auf Ostseite, noch mehr Personal aufgefahren wurde, das weiß ich schon, dass da Wagen kamen, dass da Leute ausgestiegen sind und dass auch die Leute, die von der Mauer runtergesprungen sind, also es sind auf dem, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Foto zu sehen ist, auf dem anderen Foto habe ich das auf jeden Fall, dass da auch welche aus meiner Jahrgangsstufe runter sind. Und das war dann immer schon eine kritische Situation. Da haben die Grenzer auch darauf geachtet, dass die Leute wieder hochgehen und aus dieser sozusagen Sicherheitszone oder wie auch immer die das dann benannt haben, rausgehen. Also das man kann das natürlich in dem Moment denkt man da gar nicht so drüber nach. Also das war einfach mal eine Abwechslung vom Alltag auch. Ne? Ja, Aber im Nachhinein ist natürlich klar, dass das war einmalig, ne? Eine ja, einmalige ja. Situation. Also es war auf jeden Fall wahrscheinlich ein Moment, wo alles noch so in der Schwebe war, wo die erste Überraschung des Abends vorher vorbei war und ich denke auch jetzt hier die SED-Regierung auch versucht hat, wieder Ordnung reinzubringen durch die Volkspolizisten. Später ist dann auch noch Willy Brandt an die Mauer gekommen, auf die Westseite. Haben Sie davon was mitbekommen? Da hat Nee, Barbara da war ich dann schon wieder, da war ich dann schon wieder ganz brav zu Hause. Ach ja, okay. Ja, also ich war einige Stunden vor Ort, aber das mit dem Willy Brandt, das habe ich nicht mitbekommen. Also das ist natürlich ein bisschen schade im Nachhinein, dass man immer schlauer. Aber ich war Ja. ja auch letztendlich nicht aus politischen Erwägungen da. Ne? Also es Mhm. war auch nicht so, dass ich mir auch zu der Zeit viel über Politik Gedanken gemacht habe. Später dann schon, aber zu dem Zeitpunkt war das einfach so ein Event, was man dann mitgemacht hat. Ne? Mhm. Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass Sie an diesem Tag fotografiert wurden auf der Mauer? Also ich habe, das ist ja das Lustige, dass man das heutzutage sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass das so wenig Fotos auch gibt. Ne? Ja. Ja, jetzt wird da von jedem Moment ein Handyaufnahme gemacht und in der Story gepostet. Ich habe das mitbekommen, dass Leute fotografiert haben. Ich bin auch von einem Fotografen angesprochen worden, ob er mich fotografieren darf. Und hatte ich dann gesagt, ja, er muss mir aber dann einen Abzug schicken und hat er auch gemacht. Aber dass die Frau Klemm mich fotografiert hat in der Situation, das habe ich nicht mitbekommen. Und ich kannte auch Frau Klemm nicht. Also, ne? Also das ist Ja. mir erst später bewusst geworden. Ja, wann und wie haben Sie denn erfahren, dass Sie auf diesem Foto von Frau Klemm abgebildet sind, dass sie ja doch einige Bekanntheit dann auch erlangt hat durch Ausstellungen und Publikationen? Ja, das ist ganz lustig, weil habe nicht ich mitbekommen, sondern das haben meine Eltern mitbekommen. Ah ja. Die waren 2014 in einer Ausstellung im Gropiusbau in Berlin und da hing ich dann in riesengroß und mein Vater hat dann, ich weiß gar nicht, ob er da, doch 2014, ja genau, hat dann, glaube ich, mir per WhatsApp, glaube ich, sogar damals noch ein Foto geschrieben, also das bist doch du. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und dann
war das natürlich aufregend. Also dann habe ich gedacht, ach, versuche ich einfach mal den Gropiusbau da anzuschreiben und zu fragen, ob man irgendwie mit Frau Klemmner Kontakt aufnehmen kann. Und sie hat sich dann auch tatsächlich bei mir gemeldet per E-Mail und mir dann per Post einen Abzug zugeschickt mit einer Widmung, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil es ja wirklich etwas Außergewöhnliches ist. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt stolz bin, aber es ist schon so die 5 Minuten Berühmtheit, die man irgendwie hat. Und Und das ist Teil dieses von Foto. Weltgeschichte, auf jeden Fall. Ja, Ihre also Eltern wussten schon vorher, dass wir da auf der Mauer saßen damals, oder haben die das auch erst durch die Ausstellung erfahren? nee, das wussten die schon. Also wir haben natürlich darüber ganz viel Ja, erzählt. ja. Und ich habe ja auch dieses andere Foto dann ziemlich schnell bekommen von den Fotografen. Das wussten die schon, dass ich da saß, aber dass es nur so ja, übergrößig da plötzlich dann in so einer Ausstellung hänge, das war schon ein besonderer Überraschungsmoment. Genau. Ja. Zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie das Foto heute anschauen, was denken Sie, was fühlen Sie da, wenn Sie das Foto sehen? Ähm, also dieses Foto ist ja für mich ein ziemlicher auch Wegweiser gewesen, weil es natürlich auch sich in Berlin ab dem Moment ganz viel geändert hat. Also ich bin in Westberlin aufgewachsen, in Moabit, also mitten in Westberlin, aber doch relativ nah auch zur ehemaligen Grenze und habe dann Abitur auch gemacht da an dem Mensa-Gymnasium am Hansaplatz und habe dann studiert und also wollte studieren und habe mich auch beworben, unter anderem an der Humboldt-Uni in Ostberlin und habe dann auch in Ostberlin studiert und bin dann auch in Prenzlauer Berg dann gezogen mit meinem damaligen Freund, der dann aus dem Osten kam und auch Vater meiner Kinder. Inzwischen sind wir getrennt, aber auch mein jetziger Mann kommt aus dem Osten. Also das ist so, dass wenn das nicht gewesen wäre mit der Öffnung, hätte ich halt meinen jetzigen Mann nicht kennengelernt. Dann hätte ich meine Kinder nicht, dann hätte ich nicht da studiert. Also das ist so viel, was damit zusammenhängt. Und jetzt im Nachhinein ist man sich dem ja eigentlich nicht mehr bewusst, was das eigentlich für eine Besonderheit ist, auch dass wir jetzt hier ins Umland fahren können. Also ich wohne jetzt in Zehlendorf. Hier hinten ist der Mauerweg, da reite ich immer lang, auch mit meinem Pferd über die Autobahn rüber, 3 Linden. Das war früher das Ende. Also da ging es nicht weiter und da kann man direkt auf dem Todesstreifen langreiten. Und das sind schon so Momente, wo ich denke, na, also das ist schon ein Foto, was eben auch mein Leben verändert hat. Ne? Also jetzt in dem Moment nicht bewusst, aber letztendlich war das ein ziemlich entscheidender Moment für die Entwicklung, die die ganze Sache dann genommen hat. Ja, liebe Frau Laule, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und sende viele Grüße nach Berlin, nach wie vor Ihrer Heimatstadt. Vielen Dank, dass Sie diese ganz persönliche Perspektive auf dieses Bild, auf diesen historischen Moment mit uns geteilt haben. Barbara Klemms Perspektive auf den Mauerfall und den Weg zur Wiedervereinigung können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, momentan bei uns im Stadtmuseum besichtigen. Noch bis zum 16. Januar zeigen wir Fotografien aus über 5 Jahrzehnten aus der ganzen Welt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vielen Dank und schöne Grüße an Frau Barbara Klemm.